diesem Test geht es um den neuen Vario Aura V3. Eine komplette Neukonstruktion, ganz neues Front-Tube- und Querstrut-Gerüst und auch ein multiples Ausstatten mit unterschiedlichsten Griffkonfigurationen von Stange, Griffen oder weichen Schlaufen sind hier möglich. Die Frontschlaufe ist sehr schön dimensioniert, damit man von kleinen bis großen Händen hier gut greifen kann, und auch die Steifigkeit lässt hier den Wing optimal führen. Wir haben im Test hier die durchgehende Lenkstange aus Carbon benutzt, die sich sehr angenehm greifen lässt. Das ist ein schön geringer Durchmesser, kann man auch im Winter stressfrei benutzen. Auch die Griffe, die optional möglich sind, die haben wir genutzt. Die sind genauso von der Dimension ausgestattet und optimal positioniert. Be- und entlüftet wird über ein Subventil, und wem das nicht schnell genug geht, der kann nochmal mit dem Extraventil an der Mittelstrut den Wing entlüften. Das One-Pump-System ist sehr gerade und kurz gehalten, sodass es nicht abknicken kann. Im mittleren Segment der Fronttube wird ein etwas schwereres Dacron-Material, was hochfest ist, verwendet. Und das Ganze geht dann über auch in ein dehnungsarmes Dacron-Material. Alles ist hier neu insgesamt aufgesetzt. Und auch der Durchmesser ist homogen zu den Tipps hin verschlankt. Als Flugtuch haben wir hier ein Double Ripstop Material mit auch ebenfalls einer hohen Dehnungsarmut. Das Fenstermaterial ist zusätzlich mit Polyesterfäden verstärkt, damit das hier nicht so schnell reißen kann. Da das Fenster bis an die Mittelstrut herangeht, ist ein leichter Blick nach Lee hier auch möglich. Mögliche Aufschlagstellen sind mit gummiertem Gewebematerial verstärkt. Die Abrisskante ist zweifach gedoppelt und es gibt jeweils 3 Latten auf jeder Seite, um hier ein Flattern der Hinterkante zu vermeiden. Insgesamt ist das hier ein sehr moderner Wing mit einer mittleren Spannweite und auch einer etwas geringer als mittleren Profiltiefe. Das Ganze weist hier nur ein wirklich minimales V auf, und in puncto Tuchspannung hat hier Vario auch hundertprozentig seine Hausaufgaben gemacht. Das Ganze sieht aus wie gemalt. Und klar, im Übergang vom Flugtuch zur Fronttube ist nochmal zusätzlich ein Tuchstreifen als Doppelung aufgesetzt. Der Vario Aura V2 ist in der Range der Wings von Vario der Freeride und Wave Wing. Wir haben hier normalerweise dann in der Regel eigentlich einen kleineren Sweet Spot, was das Anfahren angeht. In dem Fall des Aura V2 ist hier der Sweet Spot, also die Rückmeldung auf der Trailing Edge, die Spannung der Trailing Edge, die Spannung homogen über das ganze Tuch ist so exzellent, dass wir selbst in absolut untersten Windbereichen, natürlich mit geeigneten Boards und Flügeln, hier schon bei 6, 7, 8 Knoten wirklich den Flügel anpumpen können. Der gleichmäßige und angenehme Lift und die gute Ausbalanciertheit dieses Wings machen es auch für einen nicht so guten Fahrer bei weniger Wind einfach aufzustehen. Und der Anpumpvorgang ist, wie gesagt, ob mit Lenkstange oder mit Handles, sehr effizient. Von Halbwind bis tieferem Raumschuttkurs bietet der Aura 2 hier ein breites Spektrum zum Starten. Erstaunlich ist, wie gut dieses gar nicht so tiefe Profil, wie effizient es hier Vortrieb liefert. Der gesamte Fahrzustand ist insgesamt sehr stabil. Und was auch beim Höhelaufen sofort zu spüren ist, wenig Widerstand, wenig Drag. Man kommt hier sehr gut gegen den Wind mit diesem Wing. Dafür ist natürlich das neue, doch noch deutlich effizientere Profil verantwortlich. Und wie gesagt, man muss es erwähnen, das Ganze ist sehr schön ausbalanciert und ruhig. Also man kann hier wirklich nur von sehr guten Leistungen auf dem Anwendkurs sprechen. Was uns exzellent gefallen hat, ist das Manöverhandling. Das erste Modell des Aura war so gestaltet, dass die tiefste Stelle des Profils sehr weit nach vorne gezogen war an der Fronttube und dementsprechend die Trailing Edge sich sehr, sehr leicht angefühlt hat.
Das Ganze ist hier beim Aura V2 ein winzigen Tick nach hinten gewandert, macht aber dadurch halt insgesamt halt noch homogeneren Eindruck, besonders weil man hier die Tipps des Wings verschlankt hat über das gesamte Gerüst oder auch der gesamte Profilverlauf passt jetzt in der Harmonie noch besser. Man hat gegen den Wind bei den Manövern sehr wenig Widerstand. Der Wing lässt sich hier sehr leicht und schnell führen und er balanciert sich halt präzise dabei aus. Und auch bei allen Manövern vor dem Wind, bei jeder Halse, sinkt die Hinterkante dementsprechend nicht ab. Auch wenn man halt mal eine längere Zeit darauf zufährt, schwebt hier weiterhin die Trailing Edge sehr, sehr schön mit. Also das ist eine Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes, aber mit deutlich mehr Harmonie nochmal. Der Vario Aura V1 war ja schon in der Welle beim Führen ein Schmuckstück auf jeden Fall, was die Tip-to-Tip-Balance angeht. Die Weiterentwicklung jetzt hier beim V2 und das gesamte harmonische Gebilde haben das Ganze hier nochmal wesentlich spielerischer gestaltet. Wir haben hier einen Wing, der Tip-to-Tip wahnsinnig gut ausbalanciert ist, der auch von der Trailing Edge nicht absinkt, auch wenn man mal schneller und stärker auf ihn zufährt. Und wir haben diese wirklich optimale Frontschlaufe, die einen super Kontakt zu dem Wing insgesamt herstellt. Und entscheidend natürlich dabei, wie er sich dabei anfühlt vom Gewicht her. Er ist insgesamt schon nicht schwer, er ist ein leichter Wing, aber beim Fliegen gehört er hier definitiv auch zu den Wings, die sich mit Abstand am leichtesten anfühlen. Gerade wenn man den Vergleich zu den anderen Modellen im Wettbewerb hier sieht, gehört der Aura V2 definitiv für die Welle zum Besten, was man hier kaufen kann. Da der Aura V2 bei seiner Geschwindigkeit wirklich zu den schnellen Wings am Markt gehört, auch im Vergleich zu allem anderen, kann hier einfach der Absprung, natürlich immer mit geeignetem Foil darunter, sehr effizient gestaltet werden. Wir haben hier wirklich einen explosiven Lift. Insgesamt die Hangtime oder wie lange man schwebt, ist vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie beim V3, aber je mehr man das Ganze hier auch bei höheren Windstärken benutzt, kann das Ganze halt wirklich ziemlich endlos gesteigert werden, weil der Aura V2 einfach auch im oberen Windbereich halt stets eine sehr, sehr gute Kontrolle besitzt. Ein etwas genaueres Führen zum Absprung ist allerdings halt gegenüber dem Vario Wing V3 notwendig. So, schauen wir nochmal abschließend auf den Einsatzbereich. Wir haben ein extrem breites Spektrum von Freeride, Wave, aber auch Freestyle ist sicherlich eine ernstzunehmende Komponente, die dieser Wing hier anbietet. Für den, der jetzt absoluter Einsteiger ist, klar, hier man kann das Ganze mit soften Schlaufen ausstatten oder mit Griffen, damit man sich gar nicht erst entscheiden muss, wo die Hände hin sollen. Da ist der Sweet Spot groß, aber bei einem Vario Wing V3 insgesamt noch größer. Somit sollte hier ein minimales Fahrkönnen, also der sichere Start und das Hin- und Herfahren ohne Manöver, sollte schon zum Repertoire gehören. Jede oder jeder, der vom Fahrkönnen darüber liegt, wird bis zum Äußersten zufriedengestellt. Seine Spezialität, klar, ist und bleibt halt die Welleneignung aufgrund der tollen Balance, aber das sind halt alles Komponenten, die halt natürlich auch in den gesamten Freeride-Bereich mit hineinspielen. Jeder, der halt einen Wing in die Hand nimmt, möchte einfach kein großartiges Gezappel und Gewackel, sondern möchte, dass der Wing halt immer schön gleichmäßig mitschwebt und einen schönen Vortrieb liefert. Und das tut er wirklich halt ganz, ganz gleichmäßig und ausgewogen. Das ist sehr angenehm. Dabei ist er noch halt insgesamt zu den wirklich schnellen Wings zu zählen. Erstaunlich ist, dass hier beim empfohlenen Verkaufspreis bei 4,5 Quadratmeter ein Verkaufspreis von 1039 € angesetzt ist, trotz auch moderner
Materialien, die hier Verwendung finden, ist das vergleichsweise zu dem Rest des Marktes ein wirklich eher schon fast billiger Preis. Und in unserem Testverlauf konnten wir hier definitiv keinen einzigen Punkt feststellen, dass man irgendeinen Kompromiss dabei eingehen würde. Wer jetzt absolut in der High-Performance-Klasse sich bewegt von seinem Fahrkönnen, der wird hier definitiv auch zufriedengestellt. Aber on top gibt es auch nochmal den Aura X in Alula, der mit einem noch steiferen Gerüst aufwartet und wahrscheinlich, wir haben ihn bisher noch nicht getestet, den absoluten Profi vielleicht sogar noch besser bedienen kann. Das einzige Problem ist hier, was sich uns stellt, wer die Qual hat die Wahl. Der Vayu Aura V2 gehört definitiv auf die Liste haben wollen. Wer zu 100% nach optimalen Eigenschaften in der Welle sucht, aber alles andere auch ein bisschen machen möchte, der wird auf jeden Fall zu 100% glücklich.